Als erstes möchte ich meinem Vater von hier aus gute Besserung wünschen. Der ist gestern mit dem Notarzt und dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden, innerhalb von 2 Wochen, das zweite Mal. Er ist jetzt 92 Jahre. Hallo Papa, du hast mir versprochen, dass du 100 wirst. Also halte dich an dein Versprechen, halt durch. Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Seht ihr das? Da hinten ist es hell. Wir haben heute Morgen einen wunderbaren Sonnenaufgang gehabt. Den sehe ich direkt, geht da zwischen den Palmen, geht die Sonne hoch. Sie blendet richtig in die Kamera. Ein Traum. Und die Palme da hinten hat weiterhin nur noch ein Blatt. Wetten können abgegeben werden, wann das Blatt runterfällt. Ist ganz braun, beim nächsten Sturm ist es unten. Nach dem Wetterbericht kommen folgende Themen. Auf welche Themen werde ich heute eingehen? Ich werde auf das Thema Grundstückerwerb in Thailand heute noch eingehen. Dann habe ich noch einen Beitrag von Oma und einen Hinweis für meine Kanalmitglieder. Dann wie viele Abonnenten habe ich? Und wir haben etwas Besonderes, Großes, Weißes in Natorn vor Anker liegen. Ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, also hinter mir ist blauer Himmel, blaues Meer auch, und wir gucken uns mal die Temperatur an. Wir haben 27,3 Grad bei 69% Luftfeuchtigkeit. Also ich kann von hier aus linker Seite den Marine Park sehen, die Inselgruppe. Natürlich, hier ist wieder markant unsere Palme mit einem Blatt. Man muss sich ja mal vorstellen, das sind jetzt in, ich glaube, 6 Wochen vorbei. Da stand die noch so prächtig wie die anderen. Und jetzt nur noch ein Blatt dran, ist schon traurig. Aber da wird auch hier in Samui nichts gemacht. Ja, ich kann Koh Tao erahnen. Das sind ja 50 Kilometer da hinten. Heute werden wir einen fantastischen Tag haben und das Meer ist spiegelglatt. Jetzt gucken wir mal nach Koh Phangan rüber. Da hinten in der Ferne sehen wir Koh Phangan. Ich kann auch die Fähre sehen, die er jetzt gleich anlegt. Ich sehe auch einzelne Häuser. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite zum Berg. Das ist ja die Bergansicht und wir haben ja jetzt mittlerweile schon gelernt, wenn da keine Wolken drauf sind, dann ist auch schönes Wetter angesagt für heute. Man sieht die Villen. Da hinten im Sonnenlicht strahlen die. Im Morgendunst kann man da hinten die Inselgruppe vom Marine Park sehen, vom Nationalpark. Darüber ist auch eine ganz große Cumuluswolke, die da hochgeht. Und jetzt schauen wir uns mal den Wetterbericht an. Beim letzten Wetterbericht hatte man uns ja für Samstag und Sonntag schönes Wetter versprochen. Das ist aber nur teilweise eingehalten worden. Es hat auch schon mal in der Nacht auf jeden Fall geregnet, von Samstag auf Sonntag. Übertags wurde es dann wieder besser. Mal gucken, was sie uns jetzt hier versprechen. Also man sieht hier die blauen Bereiche, das sind Regenwolken. Und hier kann man ja die 3 Stunden, auf 3 Stunden das einschalten, dass die Änderung erfolgt. Wir haben heute den 28.11.2022 und jetzt starten wir mal, was auf uns zukommt heute. Ups, Regen. Heute Nachmittag soll Regen kommen, brauchen wir das Auto nicht zu putzen. Und das ist für morgen, da kommt auch wieder eine Regenfront. Und Mittwoch sieht es nicht besser aus. Dann stoppen wir hier mal, dann schauen wir uns mal das Globale hier an. Woher kommt das Ganze? Da gehen wir mal wieder zurück auf den heutigen Tag, auf den 28. Dann lassen wir da mal durchlaufen. Ja, am Dienstag, Nachmittag ist soweit alles okay. Hier oben in Rayong auch. Also mit Regen muss man immer rechnen bis schätzungsweise Ende Januar. Das ist so die normale Zeit. Da sind wir schon bei Donnerstag und da können wir hier mal abbrechen. Ja, mein letzter Filmbeitrag, wo es um
Kauf von Grundstücken hier in Thailand geht, hat große Wellen geschlagen. Waren ja auch böse, emotionale Kommentare reingekommen, die ich aber vorab schon blockiert habe. Ich liebe das Sachliche und da ist der Farang 64, der hat mir etwas Schönes zukommen lassen von einem Anwalt in Phuket, der das Ganze skeptisch sieht. Daraufhin habe ich den Mohammed nochmal informiert. Der ist sehr sensibel in diesem Thema, weil er hier gerade im Bau ist, eine zweistelligen Millionenbetrag eine Villa zu bauen. Und ich habe ihn doch darum gebeten, noch mehrere Expertisen reinzuholen von deutschen Anwälten hier in Thailand. Ein Auszug aus dieser Kopie von dem Anwalt, den mir der Farang 64 geschickt hat, war zum Beispiel, falls die Firma jedoch nur den Sinn und Zweck hat, ein Grundstück für einen Ausländer zu erwerben, stellt dies eine Umgehung thailändischen Rechts dar und führt zur Nichtigkeit, also zur Unwirksamkeit des Rechtsgeschäftes. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Der Mohammed hat sich rechtskundig gemacht, er ist momentan noch in Singapur, also nicht nur von dem Anwalt, von dem Bauherrn, sondern auch von anderen Deutschsprechenden hier in Thailand. Da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, es ist sehr wohl legal, aber man muss ein paar Randbedingungen einhalten, das stimmt. Sonst könnten zum Beispiel große Firmen, zum Beispiel wie Ford oder mit Toyota, keine großen Grundstücke kaufen. Das ist also hier millionenfach schon gemacht worden. Aber ich will da gar nicht vorgreifen. Am 2. oder 3. Dezember habe ich einen Termin bei denen und dann wird der Film ja ein bisschen später ausgestrahlt, wenn ich ja schon in Rayong bin. Aber ihr bekommt eine Antwort darauf. Genauso, ob wenn einer verstirbt, kann man das Ganze vererben. Hat der Mohammed ja auch schon einzelne Fragen beantwortet unter diesem Film. Da gehen wir nochmal ganz explizit auf diese Sachen ein. Wir wollen nämlich eine Rechtssicherheit haben und die ist so sehr wohl gegeben, wenn man bestimmte Randbedingungen einhält. So, und ich habe natürlich eine Verantwortung auch euch gegenüber. Ich kann das ja nicht so einfach publizieren und nachher ist das also nicht rechtsfähig. Nein, da habe ich schon meine Verantwortung euch gegenüber und ich bin auch sofort am Ball geblieben, habe den Mohammed informiert, ich sage hier, guck mal, das sind das und das ist da reingekommen an Antworten dazu, ich will dazu eine Stellungnahme, ansonsten höre ich damit auf, ist sofort darauf eingegangen. Wie gesagt, er baut momentan ja seine eigene Villa und er will natürlich, dass die auch sicher in seinen Händen ist. Also warte mal ab. Ja, und für meine Mitglieder habe ich heute einen besonderen Leckerbissen. Ich darf ja jetzt noch nicht viel erzählen, aber ich kann mal sagen, heute gebe ich einen Film frei, der kommt Anfang Dezember, kommt der. Omas Hütte wird abgerissen. So, das ist die Überschrift dazu. Lasst euch mal überraschen. Ich finde, da habe ich einen schönen Film zu diesem Thema gemacht. Oma ist glücklich. Und die anderen müssen eben halt ein bisschen warten oder die müssen dann auch mal Mitglied werden, mit einem kleinen Geldbetrag, um den Kanal zu unterstützen. Dann bekommen sie dann jeden Montag einen meiner neuesten Filme, die dann in den nächsten Wochen ausgestrahlt werden, vorab zu sehen. Ja, wir haben ja noch nicht Weihnachten, Gott sei Dank. Denn mein Wunsch ist ja zu Weihnachten die 30.000 zu bekommen. Es fehlen noch 800, also normalerweise habe ich so an die 500 jeden Monat. Das wird also sehr, sehr knapp. Wenn ich nicht die letzte mobilisiere, bitte klickt mal unten das Abo an, wenn ihr regelmäßig meine Filme schaut. Ihr könnt ja auch die Glocke aktivieren oder deaktivieren, ob ihr informiert werden wollt, wenn ihr einen neuen Film reingebracht habt. Aber das wäre super für mich und ich glaube auch für die ganze Community, dass man sieht, also hallo, 30.000 Abonnenten hat der Florenz, also bringt er anscheinend auch was Gutes. Und so können wir andere auch ins Boot mit reinbringen, die sich um dieses Thema Thailand und Auswanderer interessieren. Das Touristenleben geht hier auf Samui auch weiter. Gestern ist der erste Big Liner
die MV Viking Mars hier im Hafen von Naton vor Anker gegangen. Ich glaube 900 Passagiere hat die, ja so um die 900. Wie gesagt, nach 3 Jahren der erste Liner und glaube ich nächste Woche soll noch einer kommen, der noch größer ist. Langsam wird also auch von der Seite her das Touristenleben hier angekurbelt. Gestern Morgen, wie ich hier saß, da kam er denn da hinten, hinter Koh Phangan kam er ganz langsam, war noch ziemlich früh, ich glaube so 6:30 saß ich hier, ganz langsam her. War also schon beeindruckend, so ein Riesenschiff hier zu sehen. Und ich weiß, in der Vergangenheit war es dann auch so, dass die abends super beleuchtet sind mit LED. Und wenn sie sich verabschieden, dann sind sie dann meistens hier zwischen Koh Samui und Koh Phangan vorbeigefahren und dann Goodbyes Samui hatten sie dann an ihrer Seite mit LED-Schriftzeichen. Das war schon also beeindruckend, das Ganze. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Es wird immer kürzer zu unserem Abreisetermin und ich freue mich schon darauf, euch da auch mitzunehmen. Okay, tschüss.